den Osterzopf benötigt ihr 400 Gramm Mehl, einen halben Würfel frische Hefe, 150 Milliliter Milch, einen halben Teelöffel Salz, 75 Gramm Zucker, ein Ei Größe M, 30 Gramm geschmolzene Butter, ein Eigelb zum Bestreichen. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Ja, wir machen heute Osterzopf, denn Ostern steht vor der Tür und ich habe echt wirklich viele Anfragen bekommen, wie es denn aussieht mit einem Osterzopf im Omnia-Backofen. Klasse sieht's aus. Klappt super, schmeckt gut. Nein, ernsthaft, machen wir heute. Osterzopf ist eigentlich nichts anderes als ein Stuten. Ja, am Ende des Videos zeige ich euch auch noch, wie ihr daraus einen Rosinenstuten macht, also ein Osterzopf mit Rosinen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, wir machen jetzt erstmal den Hefeteig. Den mache ich euch heute anders, beziehungsweise ich mache den Hefeteig zwar gleich, aber ich stelle ihn dann in den Kühlschrank, weil dieser Osterzopf, der wird ja bekanntlich sehr gerne Ostersonntag, also Oster zum Frühstück gegessen. Und da soll der ja frisch und toll und am besten noch warm sein. Und wenn ihr das nämlich in den Kühlschrank stellt, dann könnt ihr nämlich morgens den Teig einfach fertig backen. Und dann geht der eigentlich nachts im Kühlschrank. Das dauert natürlich länger. Da sage ich gleich noch was zu, wenn ich den Teig fertig habe. Was ihr noch beachten müsst bei eurem Teig, gehen über Nacht im Kühlschrank. Das ist aber gar nicht schwer. Und ja, dann habt ihr halt Sonntagmorgen zu Ostern einen ganz tollen Osterzopf. Ja, ich mache es mir auch heute leicht. Ich mache das alles maschinell. Und zwar nehme ich jetzt gleich meine KitchenAid dazu und mache dann das Mehl da rein und das Salz. Und dann mische ich schon mal einen kleinen Vorteig, das heißt mit 50 Milliliter Milch, bröckel die Hefe dort rein und gebe den Zucker dazu. Ja, und anschließend geht das alles in die KitchenAid noch mit dem Ei und dann machen wir mal einen schönen glatten Hefeteig. So. Ja, die KitchenAid hat es ganz schnell geschafft. Die ist ja auch bombenmäßig dafür. Wir werden den Teig jetzt einfach noch mal ein bisschen in Form falten. Also immer wieder nach links und rechts einfach nur ein bisschen Mehl auf die Platte machen und nur ein bisschen hin und her falten, sodass der gleich schön glatt wird. Dann macht ihr einfach eine Kugel da draus, legt das in eine Schüssel und deckt das mit Frischhaltefolie ab und dann kann der gleich in den Kühlschrank wandern. Ja, was ihr noch beachten müsstet ist, wenn ihr Hefeteig im Kühlschrank über Nacht gären lasst, es sollte nicht länger als 24 Stunden sein, aber mindestens 12 bis 18 Stunden. Und für die Vorbereitung des Teiges, wenn ihr das macht, dann verwendet bitte kalte Zutaten. Die Butter, die ihr dann geschmolzen habt, die sollte auch abgekühlt sein. Weil umso wärmer halt die Zutaten, umso fördernder ist halt der Gärvorgang und ihr wollt den Gärvorgang ja verlangsamen. Deswegen stellt ihr das ja in den Kühlschrank für 12 bis 18 Stunden. Deswegen könnt ihr das ruhig frühzeitig machen. Ihr müsst das nicht abends machen, sondern macht das ruhig schon morgens, samstags morgens, wenn ihr sonntags Lust auf so einen Stuten oder Osterzopf habt. Denn dann habt ihr die richtige Zeit fürs Frühstück. Und jetzt wandert der erstmal bis morgen in den Kühlschrank. Und morgen machen wir dann einen Zopf daraus. Ja, den Hefeteig habe ich dann jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt und der war jetzt ungefähr 13 Stunden im Kühlschrank. Der soll ja zwischen 12 und 18 Stunden im Kühlschrank bleiben, damit er halt auch schön aufgehen kann, aber bitte nicht länger als 24 Stunden. Und in der Zeit habe ich natürlich auch genutzt, könnt ihr sehen, ne? Ich war beim Friseur. Ja. Und was sagt meine Friseurin dann? Bianca, hast du nicht Bock auf was Neues? Und ich dann, hast du eine Idee? Und sie, na klar, frag meine Friseurin, ob sie eine Idee hat. Ja, aber hat sie gut hingekriegt. Ne? Ja, von daher hat die Friseurin sich total gut ausgetobt bei mir und deswegen erstmal danke Limmern an über kurz oder lang in Bochum-Weidmar. Wenn ihr einen Friseur sucht,
in Bochum. Die kann ich euch nur empfehlen. Die hat wirklich total Händchen für Haare, die liebt ihren Job. Die hat eine Typberatung und ja, die kriegt das auch mit den Farben hin. Und das mal so ganz nebenbei, weil ich finde echt, was die heute mal wieder geleistet hat, erste Sahne. Aber jetzt zurück zu unserem Hefezopf. Denn ja, wir wollen ja einen Osterzopf machen und der soll ja auch sonntags morgens schön warm aus dem Omnia-Backofen kommen. Und deswegen habe ich den auch über Nacht garen lassen, weil ich finde es echt praktisch, wenn der Hefeteig über Nacht im Kühlschrank aufgehen kann, weil dann könnt ihr echt morgens euren Hefeteig verarbeiten, wenn ihr den zum Frühstück benötigt. Coole Sache. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Mehl hier ausschütten, kleine Sauerei machen, den Hefeteig darauf ein bisschen nochmal verprügeln, 3 Stränge machen, um einen Hefezopf dann daraus zu formen. Ja, ein Osterzopf in dem Fall, ist eigentlich das Gleiche. Und dann geht er auch schon in die Omnia-Backform. So, der Osterzopf ist jetzt in dem Omnia-Backofen. Ich habe, ihr könnt mit Sicherheit erkennen, ich habe ja eine schwarze, das heißt die anti-haftbeschichtete. Aber ich verwende auch die Silikonform dazu, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Backwaren in dem anti-haftbeschichteten zu dunkel werden. Und gerade mal so ein Osterzopf oder ein Hefezopf, die sollen ja auch immer schön weich werden und nicht so knackig und nicht so dunkel, sondern schön hell, fluffig und lecker. Deswegen verwende ich die Silikonform. Ja, ihr müsst natürlich beim Ende des Zopfes ein bisschen fummeln. Das wird auch oft gar nicht so schön, wenn man das macht. Ich kriege das auch nicht so toll hin. Auch wenn ihr den nachher reinpackt, dann haltet diese Enden, die ihr zusammen gemacht habt, am längsten zu und zieht den so ein bisschen auseinander, damit ihr den reinbekommt. Ganz vorsichtig, ganz sachte, ganz zart, ganz zärtlich. Und dann klappt das auch mit dem Zopf da drin. Jetzt lasse ich den noch mal kurz zugedeckt 20 Minuten aufgehen und dann geht der auf den Gaskocher. Ja, die Osterkränze oder die Osterzöpfe sind fertig. Ich habe sogar noch einen mit Rosinen gemacht, damit ihr mal seht, wie der aussieht. Weil wenn ihr ja die Rosinen da reinmischt in dem gleichen Teig, dann habt ihr auch einen Rosinenzopf zu Ostern. Ja, also die sehen ja wirklich, ich finde, die sehen ja richtig gut aus. Ne? Sind beide in der Silikonform gemacht, waren beide 35 Minuten auf kleiner Flamme drin und dann sind die so richtig schön geworden. Ich schneide jetzt gleich für euch nochmal an. Wenn jemand jetzt den Hefezopf nicht über Nacht, also diesen Hefeteig nicht über Nacht im Kühlschrank aufgehen lassen möchte, dann nehmt bitte, wie ihr es bei Hefeteig auch gewohnt seid, warme Zutaten. Das heißt lauwarme Milch, schmilzt da bitte die Butter drin oder schmilzt die Butter separat, wie auch immer. Aber die Zutaten sollten Zimmertemperatur haben und die Milch sogar lauwarm sein. Bitte auch nicht mehr als 37 Grad, also die Milch vor allen Dingen, weil dann stirbt eure Hefe ab. Das ist der Todeszeitpunkt für jede Hefe und das ist auch der Hauptgrund, wenn Hefeteig nicht gelingt. Aber ansonsten kann ich euch nur raten, versucht's mal mit der Übernachtgäre, denn das klappt echt gut. Und es ist angenehm, weil ihr habt auch weniger Arbeit eigentlich. Also ich fand es angenehmer, vorher den Teig zu machen und am nächsten Tag rauszuholen, den Hefezopf dann fertig zu machen. Ich fand es gut. Und jetzt schneide ich nochmal beide an, damit ihr auch mal das Innenleben seht. Ja, beide wunderbar fluffig. Beide wunderbar fluffig und oh, ja, die werden wir später mal genießen. Ja, von daher wünsche ich euch schöne Osterfeiertage. Feiert schön im Kreis eurer Familie. Habt wundervolle Tage. Wir wünschen es euch, auch von 4 Reif und ein Klo natürlich. Schöne Feiertage. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und sehen uns im nächsten Video.